unschwer zu erkennen, ich befinde mich nicht mehr in Dubai, ich befinde mich wieder in der Türkei, in Alanya. Und unschwer zu erkennen ist es, ich glaube schon, ja, ich habe die erste Sporteinheit auch schon wieder hinter mir. Also mega cool, ein guter Start in der Türkei wieder mal, obwohl die Anreise wirklich sehr lange war, obwohl es eigentlich laut Zeitplan nur 4 Stunden sein sollten. Aber durch die Anfahrt, durch die Taxifahrt, auch wieder zurück nach Alanya von Antalya, kann das natürlich alles ein bisschen länger dauern. Aber die Zeit nimmt man sich, um so tolle Erfahrungen in seinem Leben machen zu können. Und für diejenigen, die mich noch nicht kennen, wir sind seit knapp 4 Jahren ausgewandert. Raus aus Deutschland war die Devise und das ist immer noch die Devise. Wir waren in Südamerika, wir waren viele Jahre in der Türkei und auch Dubai ist auf jeden Fall sehr nennenswert und definitiv eine Reise wert. Und nicht nur eine Reise, sondern auch auf lange Sicht sogar vielleicht, dass man dort ein sogenanntes Setup macht, vielleicht dort eine Firma gründet, dort die Emirates-ID bekommt, den Aufenthaltstitel sozusagen, damit natürlich Geschäfte auch über Dubai laufen können, weil man da natürlich gewisse Steuerersparnisse haben kann. Es ist derbe beliebt, also wirklich krass. Habe sehr viele Menschen dort kennengelernt, habe super viele Einblicke erhaschen können, die letzten Monate auch, und war wieder mal eine richtig tolle Erfahrung. Und ich freue mich dann auf das nächste Mal. Schwerpunkt aber jetzt ist erstmal ganz kurz mehr oder weniger die Türkei. Wir haben hier auch natürlich Immobilien, die wir natürlich auch gewinnbringend verkaufen möchten. Für diejenigen, die mich schon länger kennen, die wissen das. Wir haben hier Eigentum gekauft damals auch und noch andere Geschichten. Und dementsprechend ist es nicht schlecht, wenn man Gewinne realisieren kann, das Geld woanders hineinpackt. Und Dubai ist definitiv ein Markt, gerade im Immobiliensektor, der auf jeden Fall einiges bietet, oder freue ich mich, da auch mehr in Dubai investieren zu können, weil es einfach so attraktiv ist, weil du brauchst einfach nicht diese riesen Summen. Wenn du jetzt hier zum Beispiel irgendwas kaufen möchtest, für Ikamet willst du haben, in der Türkei den Aufenthaltstitel, musst du ja 200.000 Euro mindestens grob oder 200.000 US-Dollar investieren und in der Regel wird das Geld gleich gefordert. In Dubai ist das halt anders, das ist entspannter, da kannst du mit einer 20% Anzahlung, mit einem Down Payment schon deinen Aufenthaltstitel bekommen und zahlst dann ohne Zinsen das Ganze bis zu 8 Jahre ab. Also mega interessant das Ganze. Aber der Immobilienmarkt soll jetzt hier nicht das Thema sein. Ich persönlich möchte mich bedanken für diejenigen, die mir so lange auch schon am Start sind, so lange treu sind, immer wieder in die Kommentare reinschreiben, und vor allen Dingen auch du kannst jetzt diese Funktion nutzen. Vor allen Dingen, was willst du jetzt akut sehen von der Türkei, von mir? Wo soll ich mal hingehen hier in Alanya? Was kann ich dir zeigen, beziehungsweise was hast du vielleicht als Geheimtipp? Ihr seht es ja im Hintergrund, super schönes, entspanntes Wetter. Auch hier die grüne Fläche, dort mache ich auch oft Sport. Also mega cool. Im Sommer war hier Stretching angesagt und dann darüber ins Meer. Kurz abkühlen das Ganze, erden auch. Also das macht schon richtig viel Spaß. Und da freut mich auf jeden Fall, dass wir die Möglichkeit haben, und das ist es, Leute, die Möglichkeit haben, reisen zu können, beziehungsweise auch diese Freiheit zu haben, die die wenigsten einfach haben, leider. Dass du einfach mal ein paar Wochen da bleiben kannst oder ein paar Monate, weil du einfach geschäftlich gesehen so aufgestellt bist, dass du das dir leisten kannst. Ja, ganz klar, wenn du natürlich Kinder hast, so wie wir, klappt das natürlich nur, wenn die Kinder auch in sogenannten Online-Schulen tätig sind. Weil wenn du in einer Schule bist, die natürlich dann auch sehr viel Geld kostet, gerade privat das Ganze angehst, dann kannst du natürlich pro Kind 1.000 Euro im Monat ausgeben. Und wenn du dann noch gebunden bist, natürlich, ist das natürlich, wenn du ein paar Monate mal hier sein willst oder dort, vielleicht ein Problem. Jetzt würden viele sagen, ja, aber dann reißt du ja immer wieder die Kinder raus. Kann sein, aber jetzt im Nachhinein, unsere Kleine zumindest, mega cool, ein Effekt. Sehr viele Leute kennengelernt, die Sprachen, verschiedene Sprachen spricht sie schon, die werden immer besser. Also das macht richtig viel Spaß, das zu hören und vor allem Dingen zuzuschauen, dass das auch so funktioniert. Auch mit der Online-Schule hätte man früher nicht so gedacht. Natürlich muss man immer wieder mal sich dran erinnern. Hallo, jetzt geht's aber los. Online-Schule nicht vergessen, sonst können wir nicht mehr so weitermachen wie bisher.
Denn Auswandern ist natürlich ein Riesenthema, auch aktuell, auch vielleicht bei dir gerade, bei deiner Familie. Und da möchte ich dir auf jeden Fall ein paar Tipps geben. Und vor allen Dingen, wenn du denkst, dass das Thema Auswandern für dich wichtig ist, weil du keinen Bock mehr hast auf dieses miese Wetter, durchgehend, schlechtes Wetter in Deutschland, durchgehend Steuern abdrücken zu müssen, zu wenig Geld verdienen zu müssen oder zu können. Natürlich brauchst du im Ausland auch Geld. Cashflow ist das Allerwichtigste im Ausland. Sonst, oder das ist eigentlich der Hauptgrund, wenn man ehrlich ist, warum die meisten Menschen auch zurückkommen. Nach einem Jahr teilweise schon. Und dementsprechend muss man dann gucken, wie man das Ganze natürlich macht. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, bevor du auswanderst, dir monatlich einen Puffer aufgebaut zu haben, dass du wöchentlich oder monatlich natürlich dein Geld generieren kannst. Das ist ganz wichtig. Und vor allen Dingen eventuell sogar 2 oder 3 Einnahmequellen zu haben, damit falls die eine Einnahmequelle wegbricht, aufgrund von irgendwelchen schlechten Phasen im Markt zum Beispiel, dass man dann andere Einnahmequellen auf jeden Fall hat. Ein anderer wichtiger Punkt natürlich ganz klar ist, dass du das Land auf jeden Fall bereist haben solltest, mehrmals im besten Fall, einen längeren Zeitraum da gewesen sein solltest auch mal. Und vor allen Dingen, wenn deine Familie, Oma, Opa, Eltern, eventuell sogar auch vielleicht ganz enge Freunde sagen, nein, mach das nicht, das ist doch ein Fehler oder sonstiges. Wenn du davon überzeugt bist, dass das für dich die richtige Entscheidung ist, dann wird es für dich auch so sein. Und selbst, ganz ehrlich, selbst wenn du nach einem Jahr zurückkommst, ist doch völlig egal. Du hast dann 1 Jahr oder 6 Monate eine Erfahrung gemacht, die 99% der Menschen nicht gemacht haben. Du hast in einem anderen Land gelebt. Das ist doch mega. Wer kann das sich denn heutzutage auch leisten? Und wenn du das mal dir leisten kannst, dann gratuliere ich dir dafür. Und da wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Und wenn du Fragen hast zum Thema Auswandern, zum Thema Immobilien natürlich auch, ganz klar, speziell auch Türkei oder auch Dubai, dann schreib mir einfach eine Nachricht. Der Markt unterscheidet sich natürlich ganz extrem. Und wenn du mich fragst, würde ich persönlich mehr in Dubai investieren, anstatt in der Türkei. Da werde ich aber auch nochmal speziell ein Video darüber machen, warum ich das so sehe. Und da freue ich mich auf jeden Fall, wenn du dabei bleibst. Und du darfst auch hier nochmal ganz klar natürlich, hier nochmal ganz kurz, kannst du das reinschreiben, was für Themen dich noch interessieren, hier aus der Türkei. Und bin ich sehr gespannt auf deine Worte. Und ich bedanke mich, mein Arm ist schwer vom Sport, deswegen muss ich hier ab und zu mal wechseln. Und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du bis hierher geschaut hast. Lass mir deine Meinung da, lass einen Daumen nach oben da und vieles mehr. Und dann sehen wir uns sicherlich schon wieder morgen zum nächsten Thema. Und da freue ich mich, wenn du dran bleibst. Also, ich wünsche dir einen schönen Tag. Bleib gesund und munter. Dein Markus, wieder aus Alanya.